Hallo, schön, dass du da bist. Ich bin Inga und ich liebe die abstrakte Acrylmalerei. Für mein heutiges abstraktes Kunstwerk habe ich als Hintergrund die Farbe Blau gewählt. Ich stelle sie jedoch aus unterschiedlichen Tönen dar, einmal mit einem hellen Türkis, einem neutralen Grau und der Farbe Blau. In meinem neuen Buch erzähle ich auch etwas zum Hintergrund und warum mir dieser immer so wichtig ist. Und wenn du magst, kannst du auch am Ende des Videos einen kleinen Blick in mein Buch werfen. Bevor ich die Hintergrundfarbe trockne, gebe ich etwas von dem Glitter Dekosand in Braun auf die Leinwand und das verbindet sich über die nasse Acrylfarbe miteinander. Jetzt ist der Hintergrund bereits getrocknet und deswegen kann ich mit meinem Oilstick in Kupfer arbeiten. Heute lege ich mit meiner ersten Rakelschicht in Braun los. Das ist das gebrannte Umbra. Und ehrlich gesagt war Braun lange überhaupt nicht meine Farbe. Aber es geht ja darum, auch etwas Neues zuzulassen. Und meine Idee ist, dass ich auf dieses Braun gleich ein grünliches Türkis setzen werde, um dann zu schauen, welche Bewegung mit den beiden Farben entsteht. Während ich dann beim Rakeln schaue, wie sich so die Farben auf der Leinwand entwickeln, habe ich so die Idee, dass ich etwas in Rost und Patina machen könnte. Und die andere Möglichkeit wäre, etwas zu kreieren, was unterwasserartig ist. Wie du siehst, habe ich meine Glättkelle die ganze Zeit nicht gesäubert, gebe nochmal etwas gebranntes Umbra drauf und ziehe dann nochmal ein paar Bahnen. Die Lücken kommen teilweise daher, dass ich neben dem Glitter auch etwas Sand auf der Leinwand habe. Ich verwende 2 Holzstäbchen, um in die noch nasse Rakelschicht ein paar Linien zu kratzen. Dann habe ich zu einer Farbe gegriffen, die ich tatsächlich sehr gerne mag und auch schon oft eingesetzt habe. Und zwar ist das die transluzente Perlfarbe Perl Violett. Ob das jetzt besser zu einem Unterwasserbild passt oder zu etwas aus Rost und Patina? Was man hier genau sehen kann, ist, dass das Türkis deckend ist und alle anderen Farben bisher transluzent.
Mit dem Griff zur nächsten Farbe, dem Preußisch Blau, habe ich mich dann tatsächlich auch festgelegt. Ich bin heute dabei, eine tiefe, stille Unterwasserlandschaft zu malen. Auch das Preußisch Blau ist transluzent und je nachdem, auf welche Farbe es im Untergrund trifft, entstehen sehr spannende Mischungen. Um noch einen erdähnlichen Ton in das Bild zu bringen, trage ich das transluzente Umbra Natur auf. Jetzt wird es spannend. Ich habe mich nämlich nochmal für eine Perlfarbe entschieden, diesmal allerdings für die Perlfarbe in Blau. Und je nachdem, mit welchem Untergrund diese Perlfarbe jetzt reagiert, wird mein Bild einen besonderen Ausdruck bekommen. Manchmal braucht ein Bild gar nicht so viele Farbschichten. Und da ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden war, habe ich nach dem Perlblau aufgehört und zeige euch im nassen Zustand ein paar Details. Jetzt zeige ich dir das Bild, wie es an der Wand hängt. Und ich glaube, auch du wirst überrascht sein, wie dieser hellere Hintergrund zu den etwas dunklen Farben wirkt. Zwischendurch zeigt die Kamera einen anderen Weißabgleich, deswegen wirkt es auf einmal etwas gelblicher. Aber dann zeigt sie wieder die Farben, so wie ich sie auch mit meinen Augen wahrnehme.
Also schön finde ich auch, dass der Glitter hier und da auffunkelt. Ich die Linien von dem Oilstick noch sehe und das ganze Bild sehr ruhig daherkommt, sehr harmonisch und mich tatsächlich an eine Unterwasserlandschaft erinnert. Wie immer interessiert es mich sehr, was du von diesem Bild hältst und was dir am besten gefällt. Schreib es mir bitte in die Kommentare. Und jetzt werfe ich mit dir exklusiv einen Blick in das Buch. Ich war echt gespannt, bis ich es in den Händen halten konnte, wie es denn letzten Endes geworden ist. Und ich bin tatsächlich begeistert. Am Anfang gibt es ein paar Grundlagen und danach geht es um erste Projekte. Dann kommt die Spachteltechnik. Ich kümmere mich um Lasuren. Ich zeige dir etwas über Mixed Media und natürlich auch über meine heißgeliebte Rakeltechnik. Die ersten Projekte richten sich tatsächlich auch an Menschen, die das erste Mal mit dem Malen in Berührung kommen. Und bei jedem der Projekte gibt es auch immer Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Bei den Spachteltechniken gibt es Projekte mit Acrylfarben, mit Krakelierlack, mit Marmormehl und auch mit fertiger Strukturpaste. Bei den Lasurtechniken kannst du dich mit Acryltinte, fertigen Lasurfarben und selbst angerührten Farben austoben. Im Kapitel Mixed Media verwende ich verschiedene Materialien, zum Beispiel Schlagmetalle in Gold und Silber, Dekosteine und ich arbeite auch mit Gipsbinden. Bevor wir dann in der Rakeltechnik mit einer kleinen Leinwand starten und uns dann von Projekt zu Projekt steigern und zum Abschluss ein Rakelbild auf 70 x 70 cm rakeln. Als Bonus gibt es 2 exklusive Videos. Ich wäre dir tatsächlich sehr dankbar, wenn du mein Buch gekauft haben solltest und die Möglichkeit nutzt, auch eine Rezension zu schreiben. Wenn du mir etwas mitteilen möchtest zum Buch, dann kannst du gerne bei Instagram mit mir Kontakt aufnehmen oder es natürlich auch hier in die Kommentare schreiben. Ich danke dir herzlich fürs Zuhören. Ich danke dir dafür, dass du mich auf diesem Weg begleitet hast und ich hoffe, dass wir gemeinsam noch sehr viele spannende Projekte miteinander machen. Ich wünsche dir eine kreative Zeit. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal.